Hallo ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit euch ein Stiftemäppchen nähen. Ich habe nämlich mit dem Bullet Journaling angefangen. Ich habe dafür einfach nur irgendein Büchlein, was ich noch in der Ecke hatte, ähm, genommen. Ich wollte jetzt nicht gleich viel ausgeben, weil ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalten werde, sondern ich will das erstmal mit so einem Buch, was ich schon da habe, ausprobieren. Ich habe mir das vor ein paar Jahren schon mal geholt, weil ich damals Reisetagebuch geführt habe und das fand ich mit diesem Punktraster, fand ich das super angenehm, darauf zu schreiben. Ich wollte da jetzt nicht fancy irgendwie ganz toll dekorieren, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, mich besser zu organisieren, meine Aufgaben zu organisieren, zu gucken, was ist das Wichtigste, was an diesem Tag ansteht und um einfach strukturierter zu arbeiten. Was ich allerdings machen werde, bisher habe ich eben nur diesen schwarzen Stift genommen und ich werde schon ein paar mehr Farben nutzen, weil zum Beispiel hier in der Liste Geburtstage dürfen durchaus eine andere Farbe haben als die Wartung der Heizung zum Beispiel. Und deshalb möchte ich mir jetzt ein Stiftemäppchen nehmen, das dann mit einem Gummiband hier drum geschnappert wird, was erstens einfach den Stift mithält und ein paar mehr Stifte und zweitens einfach das Buch geschlossen hält. Ne, das schnappe ich einfach ums ganze Buch rum. Und wenn ich schreiben will, will ich ja sowieso das Buch aufklappen und dann, wenn ich das nur hier vorne rumschnappe, dann stören mich ja die Stifte hier drunter, wenn ich auf dieser Seite schreiben will. Ähm, Deswegen werde ich sowieso immer abmachen und dann kann ich es gleich so machen, dass es ums ganze Buch rumschnappert. Und dann nehme ich euch mal mit, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich habe eine Idee im Kopf. Ich habe es noch nicht probegenäht, sondern wir machen das einfach zusammen. Dann gucken wir mal, ob die Idee aufgeht. Und ich nutze dafür natürlich die Maße meines Buches. Wenn ihr das mitmachen wollt, ich zeige euch immer, wie ich das herleite. Und dann könnt ihr das mit euren eigenen Maßen einfach selber nachmachen. Dann legen wir mal los. Das ist ja mein Buch. Und das messe ich mir jetzt einfach mal aus. Das ist 20,75 lang. Habe ich mir hier mal aufgemalt. 20,75 lang. Breite ist mir relativ egal. Ich will es ja nicht auf die komplette Breite machen. Das wäre 14,5 in dem Fall. Das sollte es wohl nicht überschreiten dann nachher, aber so, ich möchte, dass das Mäppchen eigentlich die komplette Länge hat, denn ich möchte dann nachher noch ein Lineal reintun können. Also will ich, dass mein Mäppchen nachher 20 lang ist und das sieht schön aus. Ich guck mal. Naja, 10 ist schon ganz schön viel, ne? Ich möchte, dass es nachher vielleicht 7 Zentimeter breit ist. Na, das ist doch ganz schön. 7 Zentimeter breit ist. So, dann soll in die Mitte, senkrecht in der Mitte runter, soll ein Reißverschluss. Also, mein Mäppchen. Ich kann nicht gut zeichnen. Man möge es mir verzeihen. Das ist mein Buch, 20,75 mal 14,5. Und mein Mäppchen soll 20 cm mal 7 cm groß sein. In der Mitte ein Reißverschluss. Der muss also über 20 cm lang sein. Mit einem Zipper drin. Man könnte jetzt noch so ein Bändchen am Ende einnähen, dass man das besser festhalten kann, wenn man zippert. Glaube ich, braucht man jetzt nicht. Würde ich jetzt darauf verzichten, weil ich habe ja noch den Gummiband drum. Das hält das Mäppchen ja sowieso schon fest. Und wenn ich es runternehme, kann ich am Gummiband festhalten. Das Gummiband werde ich wahrscheinlich auch nicht viel länger machen als die 20. Vielleicht mal 22 so. Weil das soll ja noch stramm sitzen da drum. Ich halte das gleich einfach mal ran und gucke mal, wie breit ich das überhaupt habe. Und dann brauche ich also Stoff. Ich möchte es gefüttert haben. Also ich habe einen Außenstoff und einen Innenstoff. Der Außenstoff muss also mit Nahtzugabe 22 hoch sein. Ne, 22 hoch. Und breit muss er 7 mal 2 sind 14 plus auch zweimal Nahtzugabe für den Reißverschluss. Sind wir bei 16 cm breit. Na gut, das Aspect Ratio stimmt jetzt hier nicht so wirklich. Aber genau, 22 mal 16, einmal Außenstoff.
Und den Innenstoff, da brauche ich nachher ja eine Wendeöffnung. Deshalb kann ich den nicht einfach als ein gerades machen, sonst müsste ich die Wendeöffnung am Reißverschluss lassen. Das ist auch nicht so schön. Ich werde, glaube ich, die Wendeöffnung hier am Rand lassen, weil dann verschwindet nachher die Naht einfach in der Falz. Und wenn ich die jetzt unten in der Mitte mache, dann gucke ich einfach immer auf die Naht, wenn ich reingucke. Ist nicht schlimm, aber wenn ich die hier drüben mache, dann sehe ich nachher einfach gar nicht, dass da drin überhaupt eine Naht ist. Also es sei denn, ich mache das ganz auf und gucke wirklich rein, aber dann fällt sie zumindest nicht immer so auf. Das heißt, ich werde hier ein Stück Stoff diese Seite machen und ein zweites Stück Stoff, was hier rum und die Rückseite hat. Also brauche ich hier ein Stück Stoff, das ist 4,5 cm dann breit, 3,5, Mathe und so. So, also 22 hoch, genau wie der Außenstoff, breit 3,5 plus 2 cm Nahtzugabe. Eins für diese Naht, die Wendenaht, und eins für am Reißverschluss. 1 cm. Also brauchen wir 5,5 cm in der Breite. Einmal innen plus dieses Stück hier außen. Das sind dann also die 7 plus die 3,5, die hier noch fehlen, sind 10,5. Ne? Also brauche ich hier den breiteren Streifen, der ist auch 22 cm hoch. Und dann 10,5. 7 plus 3,5 sind 10,5. Plus nochmal 2 cm Nahtzugabe, weil auch wieder am Reißverschluss. Und hier drüben an der Naht, also 12,5. So, das ist auch einmal innen. Dann brauche ich einen Reißverschluss in mindestens, ich sag mal mindestens 22 cm lang, lieber etwas mehr, dass ich den Zipper noch aufziehen kann. Ich habe endlos Reißverschlüsse, da muss ich selber den Zipper aufziehen. Oder ich gucke mir gleich mal meine Sammlung an, vielleicht ist da ja ein passender drin, aber auch der sollte lieber ein bisschen länger sein. Das Gummiband. Und ein Gummiband, gucken wir gleich mal. Ich sage mal auch mehr als 22 cm. Da gehen ja auch wieder 2 cm Nahtzugabe weg. Das heißt, 20 cm wäre wirklich nur die Länge des Buches. Ich gucke mal, wie dehnbar das ist. Ich möchte nämlich gerne einen breiten Streifen Gummiband haben. Idealerweise fast so breit wie das Mäppchen selber. Weil das soll ja nicht da rumschlackern, soll das sondern richtig schön straff sitzen. Genau, gucken wir mal, was ich so habe. Also, fangen wir an beim Reißverschluss. Ich habe ja meine Sammlung an Reißverschlüssen. Und da gucke ich einfach mal, was sich so anbietet. Dann haben wir den Reißverschluss. Dann Gummiband. Ich habe hier, das ist meine Bänderkiste, da stecke ich auch alles einfach rein, was ich so an Bändern irgendwo abschneide. Unter anderem. Boah, das ist doch schon mal das ist schon ein Kandidat, so sag ich mal. Den hier finde ich auch gerade nicht verkehrt. Aber gleiche Breite, ne? Ich versuche ja so, ne, so ein bisschen breiter. Ich will ja gerne breit haben. Den habe ich mal aus einer alten, das ist auch nicht schlecht, ne? Five Seasons hier. Habe ich mal aus einer alten Skihose ausgeschnitten, als die Skihose durch war. Finde ich schon schön, der ist auch schön kuschelig, flauschig, weich. Der hier ist so ein bisschen kratzig. Ist natürlich an einem Buch egal, aber ich finde das schon ziemlich lustig hier mit den Five Seasons drauf. Noch so eins. Ist auch egal, ne? Ah, Haargummi, auch nicht verkehrt. Oh, das ist natürlich richtig schön breit, aber viel zu kurz.
weiß auch nicht mehr, wo das dran war. Ist auch irgendwo rausgeschnitten. Das wäre doch fast schon ideal. Also kurze Dinger brauchen wir ja nie, außer jetzt. Und das hat genau die richtige Dehnung. Das würde genau richtig passen. Ja, hervorragend. Gekauft. Ist auch das breiteste. Super. Okay, ich glaube, wir bleiben dabei. Das ist es. Der Rest kommt wieder weg. Klappe zu. Wird langsam auch eng hier drin. So. Dann Stoff. Ich dachte mir, ich habe Lust, mal Kunstleder auszuprobieren. Habe ich noch nie mit genäht. Gerade frisch mit bestellt. Das ist richtig schön weich. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. So. Dann versuche ich mal, das hier wegzuklappen. Und dann 22 mal 16 haben wir gesagt, ne? Genau. 7, 2 mal 14 plus 2 Nahtzugaben im Reißverschluss. Und 16. Gut. Dann nehmen wir hier die Nullecke hin, die ist hier. 16 ist hier und 22 ist hier. Ich schneide das jetzt erstmal mit ein bisschen Spiel noch zu, weil das ist ja jetzt keine perfekte Ecke, weil es ist ja die Schnittkante aus dem Laden. So. Ich liebe meinen Wollschneider, wenn er dann eine frische Klinge drin hat. Letztens hat er dann ständig nicht ganz durchgeschnitten. Das ist schon nervig. So, jetzt die 16 mal 22 hier ran. Gut, ich habe hier direkt einen Mülleimer unten, weil nichts ist schlimmer, als wenn das Zeug ständig rumfliegt, der ganze Müll hier. Gut, dann haben wir das. Wir haben das. Jetzt fehlen die 2 Innenteile. Ich habe letztens mal von einer Nachbarin diesen Sternchenstoff geschenkt bekommen. Okay. So. Na, nee, lieber ein bisschen großzügiger, weil dann kann ich gleich alles exakt schneiden. So, nach dem Bügeln in den Müll. So, das ist die 12,5. Hier noch eine 5,5. So, das kann wieder weg. Und dann braucht man noch eine 22. Ich will das mal hier gerade noch mal den rechten Winkel ab. Ja, nicht ganz gerade. Und dann hier die 22. Verrutschen ist echt ein bisschen schwierig, aber ja, hat funktioniert. Gut, und dann hier auch erstmal nochmal eine gerade Linie. So, und dann die 22. Gut. Also, wir haben einen Außenstoff, Kunstleder, einen in 16 x 22, einen kleinen Innenstreifen, 5,5 x 22, einen größeren Innenstreifen, 12,5 x 22, einen Reißverschluss in mehr als 22, nämlich 25, und ein Gummiband in, na gut, nicht 22, aber wir wissen ja, er dehnt sich und damit funktioniert es dann nachher. Also es dehnt sich ja reichlich, das sollte hervorragend funktionieren.
Und breit ist das übrigens, genau hier das gesichert, ne? Kann ich weglegen. Breit ist das 5 cm fast. Ja, 4,5, 5, 4,75 etwa. So, schon cool. Also. Der Plan, es zusammenzunähen, ist der Reißverschluss und rechts auf rechts hier drauf und dann darauf rechts auf rechts der Innenstoff. Dann fangen wir doch mal mit der Naht an. Damit gehen wir jetzt an die Nähmaschine. Also, da ich ja hier dieses weiße Kunstleder draußen habe, oder Creme, oder was ist es, möchte ich gerne mit weißem Garn nähen. Also kommt jetzt erstmal die weiße Unterfadenspule rein. So. Das zieht er sich dann gleich rein. So ein kleiner Abschnitt. Okay. Dann weißes Garn. Also brauche ich die Nadel links. Ich fange ein bisschen weiter drauf an auf dem Reißverschluss. So. Und dann stecke ich das tatsächlich auch lieber mit Nadeln, weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass mir da was wegrutschen kann. Irgendwie diese Klammern, die halten schon ziemlich cool. Aber hier vor allem bei diesen 3 Lagen vertraue ich dann doch eher auf Nadeln. Auch wenn man ja bei Kunstleder nicht unbedingt Nadeln verwenden soll. Aber das verschwindet ja jetzt sowieso in der Naht, die Löcher. Also ich will jetzt hier keine Nadeln reinpieksen irgendwo hier mittendrin, sonst gehen die Löcher ja nicht wieder raus aus dem Kunstleder. Erstmal den Obertransport runter. So, gut. Dann den schönen Kniehebel nutzen. So, jetzt ziehe ich die raus. Maschine und ich lernen uns noch kennen, deswegen mache ich das Ganze ein bisschen langsamer gerade. Mal gucken, dass die 3 Lagen nicht verrutschen. Mal schön aufeinander setzen. So, ich glaube, so langsam mache ich mal hier den Zipper zu. Komme ich da vielleicht nicht mehr vorbei. So, vernähen und abschneiden. Wäre das jetzt alles Baumwollstoff, dann würde ich es jetzt vorsichtig bügeln. Vorsichtig, weil ich habe letztens mal gehört, man kann über einen Reißverschluss bügeln, aber das ist ja ein Kunststoff-Reißverschluss. Ich glaube, der würde mir schmelzen. Da wurde auch was von Dampf erzählt, aber ich benutze keinen Dampf. So, deswegen falze ich das jetzt einfach ein bisschen mit den Fingern vor, dass sich das da gleich schön hinlegt. Ja, normalerweise könnte man das vorbügeln und dann würde das alles so schön fest sitzen. Habe ich jetzt aber nicht. Ich mache die Nadelposition noch mal ein bisschen rüber, dass ich mehr auf dem Stoff nähe. So, wieder Faden festhalten. Ich könnte jetzt auch den Kantenfuß anbauen und dann mich an dieser Kante lang hangeln. Ich habe keine Lust, den Fuß zu wechseln, also mache ich das einfach mal so. Ups. Bin ich gerade aus Versehen an den Kniehebel gekommen. Das ist schon ein bisschen flutschig hier. Ich fühle hier immer mal, dass ich den Stoff unten auch richtig habe. Hier führe ich gerade den
Fuß gar nicht so richtig am Reißverschluss lang, sondern mehr nach Augenmaß am Stoff, weil der schon so dick ist, dass, glaube ich, der Fuß gar nicht so richtig an den Zähnchen lang rutschen würde. So. Also, die Seite sieht schon mal ganz gut aus. Dann klappen wir das hier rüber. So, jetzt muss ich aufpassen, dass dieser Stoff mir da nicht reinflappt, dass ich den nicht aus Versehen irgendwo annähe. Das hier rüber und dann den dran. So, wie rum nähe ich das gleich? Ich muss mal gerade überlegen, wo ich den Zipper am Anfang hin tue. Ich werde, genau, die Nadel wieder hier, da führe ich lang. Das heißt, ich muss die Nadel wieder nach links tun. Das war jetzt nicht auf -2, weil es war ja für diese Naht, sondern für die erste hatte ich, glaube ich, eine -4. Und dann führe ich hier lang. Das heißt, ich will es erstmal ein bisschen weiter zu haben. Wenn ich am Ende bin, mache ich wieder auf. Ich mache hier echt immer ziemlich kleine Stiche nur, weil es ja reicht, um die 3 Lagen zusammenzuhalten. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass es dann nicht ganz so viel den Stoff verbiegt. So, gut. Dann legen wir mal los. So, das Reißverschlusszipper. Endspurt. So. Dadurch, dass es kein Endlosreißverschluss ist, fällt mir der Zipper hier auch nicht runter. So rum, also +2. Zähnchen sind jetzt nach unten vom Reißverschluss. Nach oben hätte ich lieber, weil dann hätte ich hier eine mehr Kante, wo ich lang führen könnte. Und ich fühle hier wieder unten mit meinen Fingern, dass der Stoff auch nicht hier so rumflappt, so, und ich den dann irgendwie, sondern dass der richtig schön nach außen weg drückt. Hier möchte ich natürlich jetzt auch keine Nadeln mehr verwenden, sonst habe ich ja wieder Löcher nachher im Kunstleder. Okay, so. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. So, dann also wieder so rum. Und jetzt kommen diese 2 Nähte. Jetzt einfach hier mit Klammern. Ich will ja sowieso nicht die ganze Strecke jetzt nehmen, sondern nur hier drüben ein bisschen und dann hier drüben ein bisschen. Also eigentlich bräuchte ich da jetzt gar keine Klammern, aber einfach zum Zeigen und Merken. Also jetzt kommen hier einfach ein paar Zentimeter und hier drüben ein paar
Da brauche ich jetzt auch keinen Reißverschlussfuß mehr. Der ist fertig. Standardfuß wieder. So, ich setze die Naht wieder in die Mitte, die Nadel. Und dann versuche ich ein bisschen nicht komplett an der Stoffkante loszunähen, weil dann frisst es sehr wahrscheinlich den Stoff. Sondern einfach ein paar Millimeter drauf und dann kann ich ein bisschen zurücknähen noch. So, das reicht, glaube ich, schon. Ne, je weniger ich jetzt nähe, desto größer wird meine Wendeöffnung, aber desto schwieriger wird es auch, nachher da eine gerade Naht noch drüber zu setzen. Also das richtig mit dem 1 cm umzunähen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier nur 1 cm habe und hier hinten 1 cm, dann habe ich zu wenig Anhaltspunkt, um das nachher ordentlich auf 1 cm umzuklappen. So eine Wendeöffnung schließt man ja nachher dann entweder per Hand oder an einer unsichtbaren Stelle kann man das dann vielleicht auch mit einer Nähmaschine machen. Ein bisschen mit dem Kniehebel absenken, so, vielleicht nicht ganz so viel darunter. Faden festhalten und los. Erstmal bügeln. Bügel das kurz und dann bin ich gleich wieder da. Ich will die ja jetzt auseinanderbügeln, die Naht. Muss ich hier rein. Ich will nicht den Reißverschluss platt bügeln, kaputt machen, schmelzen. Und ich will auch nicht das Kunstleder beschädigen. Ich habe hier ein Bügelei, aber damit komme ich jetzt hier auch nicht so wirklich rein. Ja, ich habe mir irgendwann mal, bevor ich mir das Teil hier gekauft habe, habe ich mir mal eine Bügelunterlage genäht. Kann ich das ja vielleicht zusammenrollen und dann hier reinstecken. Ja, das sieht doch schon gar nicht verkehrt aus. Ich muss eben aufpassen, dass ich dem hier nicht zu nahe komme. Na, so, geh auseinander. So, und jetzt kommt das, was ich meinte. Man muss ja jetzt hier weiter bügeln und zwar wie 1 Zentimeter umbügeln. Und je kürzer diese Strecke wäre, desto mehr könnte ich einfach nur hier außen so ziehen und dann würde sich das schon so umlegen. Ah ja, klappt sogar. Ja. Ja, und wenn das eine ewig lange Strecke ist und ich hier nur irgendwie so 1 Zentimeter genäht hätte, dann würde das nicht so funktionieren, dass sich das einfach so umlegt. Und jetzt kann ich das hier auf meine... Ah, das geht doch. Super. Ja, man muss nur gucken, was man so da hat. Was auch gut funktionieren soll, ist zum Beispiel ein Holzlineal, ein unbehandeltes Holzlineal oder sowas. Also das habe ich nur leider nicht. Ein Kochlöffel wäre mir jetzt, das kann man auch nehmen, wäre mir jetzt zu dünn gewesen. Also der Stiel wäre mir wieder zu riskant gewesen. Sonst vielleicht so ein Backofenhandschuh oder so. Ja, wäre vielleicht wieder zu dick gewesen. Na, muss man gucken, was man so im Haushalt hat. So, gut. Finde ich in Ordnung. Das hat gut funktioniert. So, dann jetzt noch so ein, ja, mit einem Holzlineal oder sowas wäre schön, könnte ich das jetzt noch flach pressen. Und dann würde die Hitze weggehen, wäre es noch flacher, die Naht. Aber die finde ich schon ganz gut. Alles klar. Dann jetzt den Reißverschluss zur Mitte zu. Und jetzt wieder an die Nähmaschine. Also ich mache jetzt mal die einfachere Seite zuerst hier drüben, weil da, wo der Reißverschluss natürlich zu ist, da kann ich gut einfach gerade drüber nähen. Die Mitte müsste ich ja genau dann kriegen, wenn ich hier die Naht auf der Ecke habe, auf der Seite habe. Ja, das müsste ja die Mitte sein. Dann will ich natürlich das hier so rum einnähen, dass die Nahtzugabe schon nach außen ist. Und dann nähe ich hier erstmal das Gummi fest. Hier drüben wird es ein bisschen fummeliger, das muss ich dann zusammenhalten, weil ich kann ja nicht den Reißverschluss schließen, sonst komme ich dann nachher nicht mehr rein.
Mache ich erstmal die einfachere Seite. Hier muss ich aufpassen, dass mir der Gummi nicht wegflutscht. Hier könnte ich auch wieder mit Nadeln arbeiten, weil ich ja wieder in der Nahtzugabe bin. Mal kontrollieren. Jo, passt. Dann nehme ich mir erstmal eine Nadel, dass mir das nicht ständig alles wieder abhaut. Hier muss ich dann gleich über den Reißverschluss drüber nähen. Auch immer so ein kleiner Gruselfaktor. Und immer so ein Moment, wo gerne die Nadel bricht. So. Alles richtig schön zusammenfummeln hier. So, Kniehebel. Ich glaube, den Kniehebel finde ich tatsächlich gar nicht verkehrt. Ist schon eine Erfindung. Man könnte jetzt auch mit dem Höhenausgleich arbeiten, aber ich glaube, das ist hier noch gar nicht nötig. Hier nehme ich jetzt nochmal drüber, über den Reißverschluss, um den noch richtig festzuhalten. So. Jetzt muss ich hier gucken, dass die Nahtzugabe da auch schön reingeht. So, bis zum Ende kann man ja nähen. Ist ja immer nur der Anfang mit dem Fressen das Problem. So. Oh, na gut. Hier kommt wieder die Nahtzugabe zusammen. So. Und dann flach. Drücken wir das alles hier runter. So, jetzt muss ich mir aber mal den Gummi hier noch rausziehen, weil der ist ja ein bisschen zu kurz. Dann muss ich hier hinten die Tasche so ein bisschen zusammen schrumpfen. So, dann kommt das hier auf die Kante runter. Muss ich aufpassen, dass mir der Gummi nicht wieder abhaut hier und da reinflutscht. Jetzt hier ziemlich viele Schichten übereinander, die ich jetzt alle gucken muss, dass die aufeinander treffen. So, ich finde mir einfach schon mal hier den Gummi hier rüber. So, innerhalb der Nahtzugabe. Ha, dran gedacht. Also, jetzt nehme ich diese Kante auf diese Kante und dann darüber. So, sodass hier, also ich orientiere mich gerade an dieser Kante, die will ich in der Ecke haben. Gucke, dass die zwei Lagen übereinander sind, dass das auf der Kunstlederkante liegt, hier an der gleichen Stelle die Kurve macht, hier der Gummi drin ist und das Ganze hier wieder zurückkommt. So, ich habe jetzt hier 1, 2, wenn man den Reißverschluss mitzählt, 3, 4, 5, 6 Lagen übereinander. Alle, bitteschön, da bleiben sollen. Jetzt die Seite. Ist das fummelig? Wahnsinn! So, dann hier den Gummi. Stecke ich jetzt wieder erstmal hier neben dem Reißverschluss fest. Hauptsache der Gummi ist erstmal mitgefasst. So, ist mir jetzt auch egal, wenn das ein Loch hinterlässt. Hauptsache es flutscht nicht alles wieder weg. So, und dann nehmen wir jetzt noch eine für den Reißverschluss. So. Hier noch eine für den Gummi. Wenn das nicht hält, dann fresse ich einen Besen. So, hier die Nahtzugabe richtig schön rauslegen. So.
So, der Moment der Wahrheit kommt. Ich wende, aber vorher muss man ja den Reißverschluss noch kürzen. Gut. Der ist gekürzt. Dann mache ich jetzt einen breiten Zickzackstich. Ich mache den so breit wie geht, 9 mm. So, da will ich jetzt noch hier die Nahtzugabe ist gerade so ein bisschen rumgeflappt. Die lege ich jetzt einfach flach. So, aber zumindest franzt das hier jetzt nicht mehr ganz so schnell aus. Dann einmal durch die Wendeöffnung. So. Und dann kann ich jetzt, hier habe ich jetzt die gebügelten Kanten. Und dadurch kann ich die wunderschön einfach so zusammenlegen. Und dann gleich da einfach mal lang nähen. Normalerweise könnte man das dann jetzt eben schön per Hand schließen, schön unsichtbar. Aber da man die ja wirklich, da ich die ja in die Pfalz geplant habe, wird man die wirklich niemals sehen, diese Naht. Also es sei denn, man guckt nach. Und deshalb finde ich das in diesem Fall tatsächlich mal vertretbar, die Wendenaht mit der Maschine zu machen. So, jetzt machen wir wieder Geradstich. Den Kantenfuß. So, dann muss ich jetzt die Nadel ein bisschen rübersetzen, dass der Fuß nicht hier so halb auf dem Leder lang schwebt. So, Faden ab. Hinten jetzt auch, weil die werden ja nicht nochmal eingenäht irgendwo. Gut, dann ab durch den Reißverschluss. Schon richtig schön ausformen hier. Na, schicki. Gucken wir mal, ob es auch am Buch hält. So, das ist mein Buch. Und dann gucken wir erstmal, ob es auch drum passt. Na, das passt doch. Es hält zu. Es ist straff. Trotzdem passt es rum. Das ist so hervorragend. Gucken wir mal, ob auch ein bisschen was reinpasst. Ich habe nämlich, ja, das finde ich schon schön, so mit den Sternchen. Also, das war der Stift, den ich bisher benutzt habe. Dann wollte ich ein Lineal reinmachen für ein paar gerade Linien. Passt auf jeden Fall auch rein. Dann vielleicht will ich ja mal mit einem Bleistift irgendwas vorzeichnen. Wenn da ein Bleistift drin ist, muss da natürlich eigentlich auch eine Anspitzer rein. Und irgendwie auch ein Radiergummi. Schauen wir mal. So. Dann ein paar Farben. So, dann Textmarker ist eigentlich auch immer nicht verkehrt. Mein Lieblingskuli. Habe ich hier noch einen richtig schönen schmalen Feinliner. Brauche ich eigentlich auch nicht. Okay. Dann
Gucken wir mal, ob das Ding noch zugeht hier. Hervorragend. Geht. Gut, also viel kleiner hätte es gar nicht sein dürfen. Aber so gefällt es mir schon ziemlich gut. Und deshalb bin ich ganz zufrieden so. Man muss auch einfach mal zufrieden sein. Na dann, falls ihr das auch machen wollt, wünsche ich viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Dann sagt mir mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal.